Das Deosai-Plateau in Pakistan. Zwischen den beiden 8000er Bergen K2 und Nanga Parbat liegt dieses Hochplateau auf über 4100 Meter Höhe und ist damit nach Tibet die höchste Ebene der Welt. Unsere Mission? Wir wollen hier mit unseren 60 Kilo Fahrrädern drüber. Die Frage ist aber, ist das überhaupt möglich? Absolute Katastrophe. Und wie gefährlich ist das? Aus 3 Gründen müssen wir es innerhalb eines Tages vor Anbruch der Dunkelheit schaffen. Erstens, es ist Anfang November und zu dieser Jahreszeit sollen die vielen Braunbären auf dem Plateau aggressiv sein und in der Nacht Häuser und Zelte angreifen. Zweitens, mit unserem Zelt und Schlafsäcken sind wir für eine Nacht bei bis zu minus 20 Grad und starken Winden nicht vorbereitet. Und drittens, hier oben ist es nicht möglich, schnelle oder überhaupt Hilfe anzufordern. Yes. Ich glaube, ich bin oben. Was ein Tag. Was ein Anstieg. Aber meine Frage ist jetzt, gibt es da irgendwo eine Straße über das Plateau? Weil alles komplett weiß ist. Also klar gibt es eine Straße, aber ist ja auch bedeckt. Das hier ist das einzige noch bewohnte Gebäude auf dem Plateau. Und in einer Woche werden auch Sie ins Tal fahren, weil der Winter kommt und die Straße hier hoch erst wieder im Juli geöffnet wird. Ja. So, das ist unser Schlafplatz für die Nacht. In diesem Haus leben 3 Männer, bei denen wir essen und schlafen können. Wir haben das Gefühl, sie freuen sich über exotische Gäste wie uns. Und wir freuen uns auch über ein warmes Heim, in dem wir uns willkommen fühlen. Es ist gerade wirklich ein Genießen hier. Wow. Und jetzt machen sie uns Fisch und Pommes. Und ich glaube, so eine Art Brot haben sie auch. Das ist hier der Himmel. Der meint gerade, da unten ist der Jagdstall. Ja. Hat er mir mit Melken deutlich gemacht, was da unten ist. Ja, und da geht's morgen lang. Kennt ihr das, wenn man so sich hinsetzt auf so einen kalten Klodeckel? Das ist immer unangenehm. Aber wenn ich Angst haben muss, dass mein Sack da anklebt. Die nachts wird es hier, keine Ahnung, minus 10 Grad. Aber krass, dass sie einfach so eine Toilette haben können, Ja. Plumpsklo. Hey, das mit Wasser? Keine. Das gefriert doch ja, die das Nacht. macht man doch mit dem hier. Ja, trotzdem, das gefriert doch die Nacht. Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie das funktioniert hier. Ja. Ja, also Sack anheben. Wow, thank you so much. Thank you. Looks good, looks good. Der Fisch hier haben wir gerade gefragt. Der ist aus dem Fluss gefangen. Also ganz frisch, so schmeckt er auch. Wir überlegen uns gerade schon, nochmal einen Tag länger zu bleiben, also 2 Nächte hier, weil es so schön ist hier. Mhm. Und man hat da oben die Chancen, K2 und den Nanga Parbat zu sehen. Anscheinend. Also beide 8000er. Das wäre der Hammer. Aber brauchen wir ein bisschen Glück mit dem Wetter, glaube ich. Also ziemlich viel Glück. Es hat gerade ein bisschen geschneit. Und die meinen, dass es jetzt noch ein bisschen schneien soll. Und dass dann die Wege echt unbefahrbar sind. Und das glaube ich denen eigentlich auch. Ja, weil sie sollen jetzt schon richtig matschig sein, ne? Ja, bis jetzt ging es eigentlich. Aber wenn es da drauf schneit, das ist natürlich Mist. Boah, wir wissen nicht, was wir machen. Wir müssen morgen ganz spontan entscheiden. Gibt es noch was zum Abendessen? Es gibt Dal mit Jagdfleisch und Jagdbutter. Und dazu wie immer das Brot. Richtig lecker. Jetzt gehen wir gleich in die Haia. Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist frostig. Also ich denke mal, es sind um die 0 Grad hier oder kälter. Aber trotzdem ging die Nacht ganz gut, würde ich sagen. War es nicht so kalt. Der Ofen ist gerade angemacht worden, was echt richtig cool ist. Wird es gleich ein bisschen wärmer. Und die waren hier auch zu 9 heute Nacht. Gestern noch, also mitten im Dunkeln, vielleicht um 9, irgendwelche Wanderer gekommen sind. Ich denke, Alter, wo kommen die her? Hier wärmst du gerade. Your name? Hans. Hans, yeah. Hier wärmst du gerade unsere Flaschen auf. Natürlich tiefgefroren. Aber cool, dass wir noch 3 Flaschen haben. Eine für heute und 2 für morgen.
Wir laufen jetzt hier auf den Berg hoch, auf den Hügel, um den Nanga Parbat zu sehen. So der Killer Mountain, 8000er, wo einfach ganz viele Menschen gestorben sind und mitunter der Bruder vom Reinhold Messner. Dafür ist der Berg, glaube ich, auch bekannt. Ganz schön tief der Schnee. Scheiße. Hans hat keine wasserfesten Schuhe und naja, bei mir kommt halt oben alles rein in den Schuh. Das wird auch nicht viel besser. Das ist so unglaublich hier. Es ist so unglaublich. Da hinten ist der 8000er. Aber das ist ja nicht mal das Highlight. Guckt euch mal an, wo wir hier sind. Und da fahren wir morgen mit dem Fahrrad drüber. Hey, wir haben echt einen Vogel. Wir haben echt einen kompletten Vogel. Von hier oben sieht es einfach nur... Ich finde gar keine Worte. Ja, also da ist die Straße. Läuft ab und zu mal so ein bisschen im Nebel. Und da ist so eine Militärstation. Deswegen haben wir hier oben perfektes Netz. Perfektes Internet. Ich komme darauf nicht klar. Es ist verrückt. Es ist so unglaublich schön. Stell dir vor, du bist von Deutschland zu diesem Ort mit einem Fahrrad gefahren. Dann kannst du dir ansatzweise vorstellen, was in unseren Köpfen vor sich geht. So etwas Unglaubliches haben wir noch nie gesehen. Und diesen Moment mit einem Menschen zu teilen, den man liebt, ist einfach überwältigend und kann man nicht in Worte fassen. Sieht aus wie so irgendwie Fußballfans gerade. Da kam gerade ein alter Herr rein, der ist komplett ausgerastet, wo wir gesagt haben, Germany, Pakistan, Bicycle. Also wirklich komplett ausgerastet. Hat uns erstmal Popcorn geschenkt. Und hier war es ein Schal. Und Tee. Und Tee. Also, keine Ahnung, was gerade abgeht. Thank you so much. Thank you so much. Das sind halt so Momente, die man nicht erwartet. Also komplett ausgerastet. Ja. Der hat jeden angeschüttelt und gesagt, hast du gehört, was die gemacht haben? Der ist wirklich zu irgendwelchen Leuten hingegangen und gesagt, Germany Bicycle. Alter, was geht gerade ab? Der hat uns gerade Geld geschenkt. Wir waren wirklich jetzt gerade 5 Minuten am Ablehnen. Er hat uns gerade Geld geschenkt. Was ist hier gerade passiert? Wir wollen es gar nicht annehmen. Wir wollen es echt nicht annehmen. Wow. Ich muss sagen, ich bin schon echt ganz schön aufgeregt auf morgen. Wir müssen 52 Kilometer machen auf diesem Plateau, 4000 Meter, wo die Luft echt schon bei den kleinsten Bewegungen teilweise wegbleibt. Und es ist eine Schotterstraße und es wird matschig werden. Wir wissen nicht, ob es überhaupt machbar ist. Jeder sagt uns, es geht nicht, aber wir versuchen es trotzdem, auch wenn die Angst da ist. So, die Eiszapfen hängen schon am Fahrrad. Heute geht's los. Jeden Morgen bekommt man so eine Tasse, also eine Kanne mit heißem Wasser, damit man hier zum Klo gehen kann. Weil das Wasser in der Toilette ist natürlich tiefgefroren. Und ja, damit das Geschäft hintergespült werden kann, muss man erstmal alles auftauen. Wir haben einfach einen richtigen Schlachtplan gemacht gestern, haben irgendwie eine halbe Stunde das Höhenprofil angeguckt und gesagt, okay, wenn wir diesen Hügel um diese Zeit nicht drüber sind, dann müssen wir wieder zurück. Ja, es ist halt ohne Planung
muss man wirklich mal sagen, gefährlich. So, wir haben uns jetzt Punkte gesetzt, wo wir zu welcher Uhrzeit sein müssen. Wenn wir es nicht erreichen oder wenn wir merken, wir erreichen das nicht, müssen wir umdrehen. Weil da oben gibt es halt niemanden mehr, da ist niemand. Und schlafen im Zelt können wir da oben nicht. Das ist einfach erstens zu krass kalt und windig in der Nacht, also irgendwelche Schneestürme. Aber die größere Gefahr ist eher von den Bären. Ja. Hier gibt es richtig viele Braunbären, die momentan aggressiv sind, weil sie Hunger haben. Und jetzt haben schon so viele uns Videos gezeigt und wir haben Berichte gelesen, wo die halt nachts wirklich ans Auto kommen und da rumwackeln, und am Zelt hat man da nie so viel Chance. Ja. Echt richtig aufgeregt. Ich muss jetzt schauen, dass ich mein Frühstück runterkriege. Wer kennt's nicht am Morgen, so ein bisschen Probleme beim Schalten. Eistapfen, geht weg. Auch wenn man es uns vielleicht nicht ganz ansieht, wir sind maximal angespannt, haben Angst, aber auch eine unglaubliche Motivation, das zu schaffen. Dieser heutige Tag ist keine leichtfertige Entscheidung. Wir haben viele Stunden damit verbracht, unsere Chancen realistisch einzuschätzen und ob wir es wirklich wagen sollen. Boah. Holy. Okay. Dann komme ich da auch nicht drüber. Boah. Ich hätte mir das gleich einen Tag versauen können. Ich bin auch eingebrochen, schon am Anfang. Gleich da. Mit kalten Schuhen, also mit nassen Schuhen starten. Da hätten wir umdrehen können. Boah. Geht gut los. Das ist einfach magisch. Das ist so magisch. Wow. Wir sind hier einfach ganz allein. Es ist komplett leise, ganz still und einfach wunderschön. Die Straße ist zum Glück noch gefroren. Wow. Ich bin richtig beseelt und glücklich. Wow, dass ich das erleben darf, dass wir das zusammen erleben dürfen. Wow. Alter Schwede, ich glaube, das ist Bärenkacke. Ja, es ist eine Riesenwurst. Wo die wohl leben? Ich gucke schon die ganze Zeit, ob irgendwelche Bären hier rumlaufen. Vor allem, wir fahren auch gegen den Wind, das heißt, die hören uns weniger und riechen uns auch nicht, ne? Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wie kommen wir jetzt darüber? Ah, die Finger und die Füße werden die ganze Zeit so brutal kalt. Bricht das Eis hier? Ach so, die sind teilweise richtig rutschig, gell?
zack, 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 rüber. Da muss man echt aufpassen, also nasse Schuhe ist echt eine Katastrophe. Das ist echt, das geht gar nicht. Boah, so flott. Hui. Ja, pass auf. Ach du Scheiße. Boah, hält der wirklich, Hans? Pass echt gut auf. Achtung, der ist glatt. Ach du Scheiße. Zum Glück. Ja. Jetzt wäre ein Moment, wo wir uns hätten entscheiden müssen, ob wir umkehren oder weitermachen. Aber wir liegen richtig gut im Zeitplan. Haben jetzt 14 Kilometer von 52. Aber ja, die Straße wird langsam ein bisschen weicher. Wir sind echt froh, so früh losgefahren zu sein. Aber dieses Gehugel hier, das frisst richtig Zeit. Wir kamen gar nicht vom Fleck. Hoffentlich geht es nicht so lange weiter, aber schaut so aus. Bis zu diesem Punkt waren wir vollkommen überzeugt, dass wir es schaffen werden. Auch wenn der Boden weicher oder der Weg steiniger wird, es wird verdammt hart, aber es ist möglich. Aber wenn der Weg so bleibt, den Berg hoch, da sind wir mächtig am Arsch. Das Wichtigste ist, dass die Stimmung nicht kippt. Wenn der Kopf positiv bleibt, dann hast du die Energie, Berge zu versetzen. Meistens schaffen wir das auch, aber dieser Weg wird immer schlimmer. Boah, ist das schlammig hier. Shit. Dass es nicht einfach wird, wussten wir, aber boah, die Straße ist gerade Müll. Fuck ey. Die Straße geht wirklich nicht schlechter. Schlammig, rutschig, große Steine. Das erste Mal gerade Zweifel, ob das so richtig ist. In diesem Moment gehen dir 1000 Dinge durch den Kopf. Der nächste Schritt kann alles entscheiden. Was sollen wir jetzt machen? Wir wissen gerade echt nicht, was wir machen sollen. Wenn die Strecke so weitergeht, wie sie jetzt gerade weitergeht, dann haben wir keine Chance, es heute zu schaffen. Zelten können wir nicht, wegen den Bären. Die ganze Strecke zurückzufahren ist auch crazy. Jetzt ist ja alles getaut. Scheiße. Wir sind echt kurz im Abbruch hier, ne? Und zurück wird auch kein Spaß. Jetzt haben wir uns eigentlich schon entschieden gehabt, das durchzuziehen. Aber die Straße ist also absolute Katastrophe. Wir müssen jetzt eine Stunde probieren und dann entscheiden. Oder eine halbe Stunde, keine Ahnung. Fuck. Fuck. Ich probiere jetzt mal aus Verzweiflung, ob man hier quer übers Feld kann. Mir fällt nichts anderes ein. Der hat so leicht panisch, leicht. Also wie jetzt ausschaut, schafft man das nicht. Guckt euch das mal an. Das ist nicht mehr normal. Und auf einmal stehen diese 3 Männer vor mir. Ich bin fassungslos, dass die den ganzen Weg über das Plateau gelaufen sind. Sie sagen mir, dass der Weg knietief schlammig wird und dass es Autos kaum schaffen könnten. Das sind sehr schlechte Nachrichten.
Aber irgendwie hilft es mir, meine Angst zu kontrollieren, jetzt wo wir andere Menschen treffen. Also, die netten Menschen hier haben gesagt, dass dann oben knietief Schlamm ist. Knietief. Die haben gesagt, hier geht's noch, hier ist noch so ungefähr so hier. Aber da oben dann zum nächsten Hügel knietief. Unmöglich, wir müssen abbrechen. Wir müssen abbrechen. Guck mal, hier ist auch schon brutal. Und guck mal, wie das Rad ausschaut, das ist echt übel. Ja. Keine Chance. Thank you. Es ist echt eine wertvolle Information, sonst wären wir hier echt noch gestorben irgendwo, Alter. Also wir geben uns, wie gesagt, geschlagen. Ich meine, so hoch der Schlamm ist kräftezehrend, geht aber noch. Wir hätten uns irgendwie vielleicht hochgequält. Zum Glück haben wir die Info bekommen mit dem Kniehochschlamm. Da wären wir dann stecken geblieben und vielleicht sogar kein Signal gehabt, weil es hinterm Berg ist. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie zurück. Aber wir sind ja schon über 20 Kilometer gekommen, ne? Und der Weg, den wir jetzt gefahren sind, der ist auch matschig. Aber dass es so endet, ist sehr schade. Dass hier etwas vorbeikommt, was uns mitnehmen kann, ist sehr unwahrscheinlich. Aber der absolute Hammer kommt jetzt. Es kommt gerade ein Pickup. Alter, Zwar beladen, aber wir hoffen, dass er vielleicht... in Pakistan ist alles möglich. Also wenn der uns 15, 20 Kilometer mitnehmen kann. Jackpot, wir sind gerettet. Die Räder hinten drauf gehauen und Abfahrt. Was ein Glück. Nehmen uns mit. Und ich habe Angst, dass die Räder kaputt gehen, ein bisschen. Weil ich scheppert ganz schön hier. Aber ich will mich wirklich nicht beschweren. Wir sind so dankbar gerade. Boah. Wir wurden jetzt mitgenommen. Hans ist oben. Mama, der Schlamm. Und die netten Herren haben sich angeboten, uns zu helfen. Hoffentlich können wir denen auch irgendwas geben. Hoffentlich nehmen sie was an. Diese Strecke, also wir hätten es nie im Leben geschafft. Das wäre unmöglich gewesen. Basharat Hussain. Aber hier ist super. So, what is your name? Basharat Hussain. Basharat Hussain. And you? Franziska Thaler. Your name? Franziska. Franziska. Yes, yes. And what is your name? Mohammed Aslam. Mohammed. Yeah. Okay, okay. We go to Gurjari, my village is very beautiful. Okay. Very nice. Thank you so much. Ich glaube, wir können in diesem Moment noch gar nicht so richtig realisieren, aus welcher Situation uns die Menschen hier rausgeholt haben. Da kommt ein Auto aus dem Nichts, sieht uns wie wild winken und nimmt uns mit. Unsere Freude ist trotzdem noch irgendwie gehemmt. Vielleicht durch die Verzweiflung, die wir vor ein paar Minuten noch gespürt haben. Aber eins können wir sagen, die Dankbarkeit ist dafür umso größer. Boah, es ist so schlammig. Manchmal kommt das Auto gar nicht weiter. Das ist echt richtig übel. Das hätte man nicht geschafft. Das wäre einfach nicht gegangen. Und dann hielten wir an einem Fluss an. Wir haben erst nicht ganz verstanden, was sie da suchen, aber Die wollten hier jetzt gerade Fische, also fangen mit den Händen unterm Stein. What? Gibt leider keinen, aber was? der eine Mann sucht sicher seit 5 Minuten im Eiswasser die Steine ab. Die Fische sollen sich wohl in der Nähe der größeren Steine verstecken. Einen hat er sogar erwischt, aber dieser ist dann doch wieder entkommen. Ist ja wirklich nicht nur die Mitte von der Straße. Ihr müsst mal gucken. Normalerweise würde ich mit dem Fahrrad hier fahren, aber hier. Das ist der reinste Schlamm. Das ist so glitschig. Schau dir. Das ist brutal. Alter, was ist denn das? Keine Möglichkeit hier zu fahren. Boah. Und da drüben ist der Nanga Parbat. So riesig sieht man den gerade. Boah. Ja, und da hat, glaube ich, irgendwie einen Platten oder sowas. Und wechsel erstmal Reifen. Aber ich bin wirklich total erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich habe, glaube ich, meinen Arsch und meine Oberschenkel dermaßen hinten aufgerieben.
auf diese Stange da drauf sitzen. Und du musst die ganze Zeit Körper... Stunde schon. Über eine Stunde. 1,5 Stunden das hier halten, ne? Das ist brutal anstrengend. Ich kann nicht mehr. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich meine, das ist kranker Zufall, dass jemand kommt und uns mitnimmt. Platz für uns halt. Ja. Ja, Unsere Hilfe wollten sie nicht. Also fliegen wir nochmal mit der Drohne los, um diese unglaubliche Kulisse einzufangen. Aus dieser Richtung kommen wir gerade und zu diesem 8126 Meter Riesen fahren wir. Kein Scherz, ich konnte nach dieser Fahrt eine Woche lang vor Schmerzen nicht mehr sitzen. Der nette Opi, der gerade meine Brille aufhat, ist ein Gemüsehändler und fährt das letzte Mal vor dem Wintereinbruch seine Tomaten und Kartoffeln in sein abgelegenes Heimatdorf. Wir wurden 18 Kilometer mitgenommen, was 3 Stunden gedauert hat. Bis zu dem Punkt, wo die Straße wieder asphaltiert ist. Das Schicksal hat Geschichten, das kann man sich echt nie ausdenken. Ah, es ist wirklich so gut gelaufen, ne? wir sind so glücklich. Also wirklich, das waren so liebe 3 Menschen, die uns da mitgenommen haben. Den haben wir jetzt Geld aufgezwungen. Ja, die wollten es nicht annehmen. Habe ich in die Jackentasche reingesteckt. Aber ist auch ein Adventure oder halt ein Abenteuer. Ist eigentlich geil. Du sitzt hinten drauf und du siehst diesen, musst du mal zeigen. Ja. Du siehst diesen Berg da. Es ist ja unglaublich. Dieses massive Ding. Wir haben schon ein bisschen was abgemacht. Ja. Aber ich bin echt froh, dass wir nicht weitergefahren sind. Die Kette hätte es wahrscheinlich komplett kaputt gemacht. Ich glaube, deine Bremsen gehen fast nicht mehr. Ja, die sind im Arsch. Das ist komplett verdreckt. Da kommen 3 Leute aus dem Nichts mit Kühe, sagen es geht nicht. Da kommt 10 Minuten später ein Truck, nimmt uns mit. Solche Geschichten kann man sich echt nicht ausdenken. Deswegen erleben wir sie. Und auch wenn dieses Abenteuer nicht ganz ungefährlich war, ist uns eine Sache wichtig. Manchmal sollten wir uns an Aufgaben herantrauen, wo wir eben noch nicht wissen, ob wir dieser gewachsen sind. Denn nur dann können wir auch daran wachsen. Wir sehen uns. Auf zum nächsten Abenteuer.